Tief in den einsamen Hügeln Niedersachsens liegt ein Ort, den die Zeit beinahe ausgelöscht hat. Ein vergessener Rüstungskomplex, verborgen im Wald, nur spärlich bezeugt durch moosbedeckte Mauern, rätselhafte Gravuren und die stille Wucht der Geschichte. Was bedeuten die geheimen Zeichen, die in die Bäume geritzt wurden? Wer arbeitete hier? Im Schatten, im Verborgenen. Wir stoßen auf die Überreste eines Steinbruchs, der einst für das Reichsluftfahrtministerium produzierte. Millionen Tonnen Gestein für Hitlers Hauptstadtträume. Und wir folgen den Spuren in die Hölle von Holzen. Ein Außenlager des KZs Buchenwald, wo Zwangsarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen schuften mussten. Für das Jägerprogramm, für unterirdische Waffenfabriken, für einen Krieg, der längst verloren war. Dies ist keine gewöhnliche Tour. Dies ist ein Blick in ein Kapitel, das kaum jemand kennt und das niemals vergessen werden darf. Begleitet uns auf dieser Reise, bevor auch die letzten Spuren verschwinden. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute wieder auf Spurensuche, sage ich mal, denn wir sind hier auf dem ehemaligen Rüstungsgebiet um die Hechtanlagen und hier fliegen ein Haufen Mücken und blinde Fliegen rum, deshalb bin ich immer mal kurz am Wedeln. Und es ist halt total schwül und höchstwahrscheinlich, seht ihr auf der Kamera, das ist alles ein bisschen dunkler. Wir sind nämlich jetzt gerade wieder in den Wäldern hier unterwegs und haben eine Anomalie auf einer Karte entdeckt. Die können wir euch mal eben kurz zeigen. So, wenn ihr das nämlich hier erkennt, da wo der gelbe Punkt ist. Und das führt hier halt zu so einem Stichweg. Und dem Ganzen sind wir halt nachgegangen, weil das halt wirklich sehr, sehr verdächtig aussieht. Und ich will euch das einmal zeigen. Ach, übrigens, Melanie ist auch mit dabei. Der ganz vergessen, die arme Maus. So, damit ihr seht, von was ich spreche. Und zwar geht hier praktisch wie so ein Hohlweg hier durch. Da vorne ist irgendwo ein Stichweg, aber es ist halt einfach nur ein einfacher Feldweg. Und dann geht das hier so rein und verbreitert sich dann praktisch am Ende. Und das ist halt ähnlich wie bei den Hechtanlagen auch. Deshalb sind wir jetzt der Meinung gewesen, dass da hinten was ist. Allerdings, ja, ich kann es euch noch mal kurz eben zeigen, ist da nicht viel zu sehen. Und wir wollen halt einfach versuchen, mal verschiedene Sachen, die wir jetzt auf der Karte sehen, einfach mal anzulaufen. Weil hier einfach immer noch sehr viel im Unklaren ist. Und das Rüstungsgebiet, was sich hier teilweise auch unterirdisch befindet, das ist halt wirklich gigantisch und sollte noch deutlich größer werden. Und wie es bei vielen Projekten im Dritten Reich nämlich der Fall ist, sind gewisse Sachen auch nicht allen Personen halt mitgeteilt worden. Und viele Überlieferungen sind halt nur noch zum Teil erhalten bzw. lückenhaft. Und wir haben auch viele Zeugenaussagen, sind wir auch noch mal durchgegangen, die zu Protokoll gegeben wurden. Und deshalb muss man halt wieder ein bisschen Indizien zusammensetzen, um das große Puzzle auch mal irgendwann, soweit wie es halt möglich ist, zu vervollständigen. Und hier seht ihr halt diesen Hohlweg. Der geht hier durch, verbreitet sich jetzt an der Stelle und ist hier praktisch in so einem kreisrunden Abschnitt. Und das ist schon merkwürdig, also wie es jetzt hier zur Entstehung sonst natürlicherweise gekommen wäre, ist mir dann nicht ganz klar, weil auf der Schummerungskarte ist im Prinzip alles ringsrum normal, also keine Erdbewegungen, keine Vertiefungen, keine Erhebungen. Nur dieser Fleck ist sehr verdächtig und dadurch, dass er bis zu diesem Wegenetz geht, hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass wir hier irgendwie auf zumindest Altbergbau oder so stoßen. Aber ja, es kann auch durchaus sein, dass hier einfach jetzt an der Abbruchkante hier es jetzt reingegangen wäre und wir das einfach nicht mehr sehen, weil der Baumbewuchs hier in der Mitte ist ziemlich jung. Also es gibt hier oben sehr viele alte Bäume,
Aber der Baumbewuchs hier drin, der ist halt sehr, sehr jung. So, und es liegen halt hier und da ein paar Steine, aber das sind jetzt halt auch alles nur Natursteine. Also ich habe keinen Hinweis auf Beton oder ähnliches gefunden. Und ja, wenn wir hier sonst nichts weiter sehen, müssen wir erstmal hier einen Haken dran machen. Aber wir werden, wie gesagt, sämtliche Punkte, die uns ein bisschen schleierhaft vorkommen in dem Gebiet, jetzt unter die Lupe nehmen. Und vielleicht werden wir fündig, und wenn es halt nur irgendwie ein, zwei Relikte, Beton etc. oder irgendwelcher alter Müll oder sowas wäre das schon mal echt viel wert. Also deshalb sage ich einfach mal, bleibt dran, Leute. Ich werde immer wieder so die Kamera einschalten, wenn wir hier was gefunden haben. So, wir sind jetzt erstmal aus dem Wald raus, denn wir wollten jetzt hier erstmal in Holzen uns das Ehrenkriegerdenkmal anschauen, was man hier errichtet hat. Und das Interessante auch an diesem Denkmal ist, man hat hier natürlich erstmal den Vätern, Söhnen, die alle in den Kriegen ihr Leben gelassen haben, natürlich hier eine Gedenkstelle errichtet. Aber man sieht auch hier ganz deutlich, dass diese Steine auch, die Stele hier bearbeitet wurde. Man sieht da oben auch noch das Eiserne Kreuz, was an den Ersten Weltkrieg hier erinnert, nämlich 1914 bis 1918. Hier in der Mitte, das seht ihr wahrscheinlich auf der Kamera ganz, ganz schlecht, sind eigentlich auch noch Namen eingraviert. Die sieht man allerdings nicht mehr. Und auch hier das Eichenlaub, das ist irgendwie hier so ganz komisch, so ein bisschen wie abgeschnitten, als ob das da auch irgendwie mal ersetzt wurde. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Auch da oben den Abschnitt, da, wenn ihr das sehen könnt, ich kann mal versuchen, die Kamera ein bisschen höher gleich zu halten. Und auch hier ist ein bisschen merkwürdig in dem Kranz. So, mal gucken, dass wir die Sonne jetzt nicht hier haben. Wenn ihr das mal seht, da oben, da könnte ich mir gut vorstellen, dass da eigentlich ein Hakenkreuz drin gewesen ist, weil dieser Kranz alleine, ohne dass irgendwas drin ist, ist ein bisschen merkwürdig. Es kann durchaus sein, dass das hier entnazifiziert wurde. Und diese Tafeln hier, Sandstein, die sind auch schon wieder erneuert worden. Das finde ich hier ganz stark. Auch hier diese Tafeln, das sieht fast so aus, als ob das hier alles ein bisschen modernisiert wurde. Und hier auch direkt eingetragen, vermisst, ab wann vermisst, und hier teilweise komplett unbekannt. Und das Spannende auch hier, also zuerst einmal finde ich das klasse, dass das hier wirklich noch bewirtschaftet wird. Also man kümmert sich hier drum, auch hier die Treppen und der ganze Bereich. Das sieht alles richtig klasse aus. Und was hier ganz interessant ist, hier soll es auch in der Umgebung Bäume geben mit Baumzeichen. Und da müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt eben finden. Ja, müssen uns jetzt hier ein bisschen durchs Unterholz kämpfen, weil es ist noch hinter dem Krieger-Ehrendenkmal. Ah, Melanie hat schon welche gefunden. Ja, hier tatsächlich. Ich glaube hier oben. Das ist natürlich mit der Kamera ein bisschen schwierig aufzunehmen. Ja, wir haben jetzt so einen Baum hier mal gefunden. Wir können das da sehen, wenn ich hier mit der Lampe hier hinleuchte. Sieht man das? Ja, klar. Okay. Ihr könnt da erkennen, da ist ein E und ein F. Und darunter sieht ein bisschen aus wie sogar wie ein Herz, oder? Ja. SK. Und davor ist aber auch noch K plus EF, also so eine Art hier Liebesbekundung, sage ich jetzt mal. Aber deutlich älter. Wir wissen auch nicht ganz, ob das jetzt von Soldaten speziell ist. Weil da oben sehe ich auch was. Guck mal, da hinten. Da ist ein richtig großes drin. Siehst du das da oben? Kannst du da hinzoomen? Da. Oh jo. Das ist groß. Guck mal, ich glaube, da oben ist auch eine Ziffer. Ich muss eben eine andere Da Einstellung machen. oben sieht man jetzt noch eins. EK, WK, DE vielleicht. Also wir wissen nicht ganz genau, wer die letztendlich gemacht hat. Die müssen aber aus dieser Zeit sein. Somit ist es historisch zumindest hier beschrieben. Aber ob das jetzt Soldaten sind oder nur rein Anwohner, die hier waren, schwer zu sagen. Oder vielleicht sogar Zwangsarbeiter, die ja hier in den Hills
in den unterschiedlichsten Lagern arbeiten mussten, dass die hier vielleicht auch gewesen sind und sich da halt verewigt haben. Ne? Hier sieht man zum Beispiel jetzt auch Baumzeichen. Die sind ein bisschen tiefer. Und woran ihr erkennen könnt, dass die älter sind, dass die praktisch so dick sind, die Buchstaben. Da hat nicht jemand die Buchstaben so dick reingemacht, sondern der Baum ist natürlich in diese Breite gewachsen und verzerrt natürlich die Baumzeichen. Es gibt auch einen Begriff für die Baumzeichen. Den habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, das kann ich euch aber noch mal einblenden. Da beschäftigen sich Leute halt nur mit sowas. Weil es gibt ja auch noch deutlich ältere Baumzeichen. Und hier können wir das auch erkennen. Zum Teil ist das dann halt kaum noch zu lesen, weil man hat hier mal einen Vergleich. Das hier an der Seite, das ist eindeutig jünger. Hier ist das nur so reingeritzt. Der Baum ist nicht mehr so groß gewachsen, weil wir haben hier, ich weiß nicht, was das ist, eine Linde oder eine Buche. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Die wächst wahrscheinlich jetzt nicht mehr so arg, auch in die Breite. Aber hier könnt ihr das erkennen. Das sind Baumzeichen. Da muss man echt ein Auge für haben, um das zu erkennen. Aber man sieht es auf der Kamera ganz gut. Auch hier dieser Bereich, das ist ein Baumzeichen. Und es gibt halt auch so ja, Schatzverstecke, sage ich mal, wo Skarabäen und so weiter auch eingeritzt sind. Und verschiedene Zeichen, die halt auf irgendwelche ja, Schatzverstecke auch gerade aus Nazi-Zeiten, auch von den Nationalsozialisten stammen sollen. Da gibt es ganz, ganz viel Stuff. Aber das ist jetzt wahrscheinlich von irgendwelchen Privatleuten oder halt nur von Soldaten, keine Ahnung. Man kann halt sehr schlecht erkennen, was es überhaupt bedeutet, aber es ist interessant. Jetzt einen weiteren Baum, da könnt ihr auch sehen, dass der direkt unter Naturschutz steht, den darf man gar nicht fällen. Ne? Denkmalschutz, dieser Baum, der ist auch richtig breit. Und wir haben jetzt schon von weiter hinten das Zeichen auch schon gesehen. Wir müssen hier eben hochgehen. Boah, das ist richtig weit nach oben. Also jetzt könnt ihr mal sehen, die Zeit, ne? Da oben ist es. Aber ich glaube, da steht 1950 darüber. Ich kann das nicht ganz genau erkennen. Kannst du das sehen? Das kann mir eine 5 sein. 5-0, oder? 1950. Aber krass, wie weit oben, ne? Und da steht EF. Das ist eindeutig zu erkennen. Krass. Ja, man muss jetzt ein bisschen unterscheiden, weil weiter unten sind auch ja wahrscheinlich neuere Sachen ran gemacht worden. Aber hier oben, dieser Bereich, ich weiß nicht, ob man das gut auf der Kamera erkennen kann, der ist wieder weiter oben. Der wird auch eindeutig aus späterer Zeit stammen. Aber wann genau, unklar. Weil der Baum steht auch unter Denkmalschutz hier. Von der anderen Seite hatten wir den schon aufgenommen. Das ist auch weiter oben ein Zeichen. Ja, hier sind auch noch Baumzeichen deutlich jüngerer Natur, aber trotzdem 1976, also man hat das hier wahrscheinlich zum Anlass genommen, dass man hier auch weitere Bäume fortlaufend markiert hat, jeder, der hier hochgekommen ist. Aber es ist nicht hoch. Ne? Nee, es ist in dem Fall nicht hoch, deshalb kann man, finde ich, das auch nicht so pauschal sagen oder ja, ich weiß nicht, wie das in dieser Wissenschaft, ich weiß gerade, wie gesagt, nicht, wie man das genau nennt, diese Baumzeichen, weil die Bäume wachsen ja alle unterschiedlich. Man kann es halt nicht genau sagen. Wenn das jetzt 1976 reingemacht wurde, bedeutet das ja, dass der Baum nur minimal dann gewachsen ist, praktisch schon ausgewachsen ist. Ich glaube, das ist individuell von Baum zu Baum, obwohl das die gleiche Baumart ist wie weiter unten. Aber nicht alle Bäume werden wahrscheinlich dann genauso groß oder so breit. Warum das eine Baumzeichen so immens weit nach oben ist, und das jetzt so tief, weil das sind ja jetzt auch schon 49 Jahre, genau. Das ist schon merkwürdig. Ja, auf jeden Fall wird es hier eigentlich noch ganz spannend in der Gegend, weil weiter oben soll sich noch irgendein Stollen befinden. Kreidbergstollen. Wir müssen mal gucken, wo sich der jetzt genau befindet. Da hatte ich jetzt auch nur ein Bild gefunden im Internet.
weil die ganze Gegend ist ja auch vom Bergbau gezeichnet, vor dem Zweiten Weltkrieg auch schon. Man hat hier Gips abgebaut, Kalkstein verarbeitet auch, viele Steinbrüche gehabt, Eisenerzbergwerke sind hier und aber auch Schiefer zum Teil. Und ja, das ganze betonhaltige Material in den Hechtanlagen beispielsweise, was man ja auch für diese künstliche Produktion oder synthetische Produktion von Treibstoff verwenden wollte. All solche Sachen. Und wir müssen mal gucken, wo wir hier dieses Portal für den Stollen jetzt finden. Weil ich habe wirklich nur ein einziges Foto im Internet gefunden. Und es soll aber irgendwo hier oben sein. Mal schauen, vielleicht haben wir Glück. Jo. Hinter mir könnt ihr es erkennen. Das ist der Steinbruch. War ziemlich steil, wieder hier hochzukommen. Und ihr könnt hier sehen, hier sind auch viele Steine, die schon so nach unten weg befördert wurden. Und irgendwo gibt es halt hier ein Portal. Es ist jetzt die Frage, wo ist das genau? Ich habe zwei Möglichkeiten, links oder rechts. Ich gehe jetzt erstmal rechts. Melanie ist unten auf dem Weg hergegangen. Und ja, mal gucken, ob wir Glück haben. Es ist jetzt schon spät. Das ist schon 20 Uhr. Mal gucken, ob ich jetzt Glück habe und das jetzt noch rechtzeitig finde. Also man sieht schon, dass das Ganze hier als Steinbruch gedient hat, weil die Wände alle auch hier hinter mir alle so abgeschliffen sind, abgetragen sind. Und auch hier sieht man nämlich, dass das übereinander gestapelt wurde. Und guckt mal hier, das kennen wir doch hier irgendwo aus dem Kreidberg, bei dem Kalksteinbruch. Leute, guckt mal, hier ist eine saubere Kante. Eine ganz saubere Kante ist hier, seht ihr das? Das ist hier auch schon mit Moos überwachsen. Hier ist noch eine Kante. Kann durchaus sein, dass wir auch hier wieder einen Fleck gefunden haben, wo zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs Steine bearbeitet wurden und die womöglich auch nach Berlin gegangen sind, dass das hier ein ähnlicher Platz ist. Weil am Kreidberg, hinten an dem Kalksteinbruch und wo das Kalksteinwerk ist, da hat man nämlich auf jeden Fall diese Steine verwendet. Und wir sind ja hier immer noch an einem Kreidbruch. Und das ist wieder so ein Stein. Wir haben hier das erste Relikt gefunden. Und diese Mauer, die hier oben ist, da hat man einfach hier was übereinander gestapelt. Und das ist ein riesiger Block hier. Der könnte wieder für so eine Säule gewesen sein. Wow. Wieder das erste Relikt, Leute. Krass. Das geht hier halt weiter, ne? Guck mal, hier sind weiter Steine. Tatsächlich. Wieder Steine, genau, hier ist das gleiche. Da hinten. Da ist sogar noch was angeschrieben, hier römische Ziffern. Aber jetzt wird es aber spannend. So, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Das HX2. Das könnte auch bedeuten HX für Höxter 2. Vielleicht nur eine Nummerierung, weil es an der Seite ist von diesem Stein, wo das Ganze hingehen soll. Aber das ist interessant. Vermutlich wird da auch irgendwas stehen. Ja, und hier oben wird eine Maschine gestanden haben, Leute. Schaut mal hier oben. Ich muss jetzt hier mal kurz hochklettern. Eieiei, das ist schon wieder mega spannend hier. Ja. Hier ist eine Maschine gewesen. Hier ist noch ein Metallteil. Und hier ein Sockel für irgendeine Maschine. Vielleicht um hier mit einer Seilbahn Steine von da oben hier runter zu transportieren. Wahnsinn.
Genau, Melanie hat jetzt hier auch schon viele Sachen gefunden. Also Flächen, Ebenen, wo irgendein Gebäude drauf gestanden hat. Genauso wie hier, so terrassenförmig. Und auch hier haben wir wieder das Phänomen dieser Steine, die schon bearbeitet sind. Guck mal, Melanie, hier. Da haben wir wieder diese Steine mit den Kanten. Die sind alle dann nicht mehr abgeholt worden oder nur zum Teil dann auch fertiggestellt worden. Hier auch. Hier habt ihr wieder so eine Kante. Die sollten alle noch ihren Zweck erfüllen. Die sind halt nur zum Teil bearbeitet. Ja, hier sind weitere Steine. Alle schon irgendwie auch so gestapelt hier, als ob die halt wirklich schon so weit fertig waren, dass man die abgeholt hätte oder zumindest bereit gemacht hat zum Abholen. Tja, jetzt ist nur noch die Frage, wo das... Oh, hier unten ist noch ein richtig schöner Stein. Gucken wir mal da runterkommen. Oh, der ist ja auch schon richtig schön bearbeitet. Oh. Guck mal hier, Leute. Ja, der ist auch schon richtig glatt hier. Der ist einfach nur mit Moos überwachsen. Schaut mal, wie glatt der hier schon ist. Der ist schon richtig abgeschliffen. Ich schätze mal, das wird so ein Stein sein für so ein Portal, wenn man das so ringsrum ja, verziert hätte. Sieht echt stark aus. Ja, weitere Steine. Hier sogar mit Nut. Hier überall aufgeschichtet. Also wir sind jetzt etwas weiter unten. Überall alle schon so fertig. Aber wir haben bis jetzt leider nicht dieses schöne Portal gefunden. Schwierig. Wir haben es jetzt auch schon 8:30. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Glück haben. Aber guckt euch das mal an, wie glatt die Steine sind. Ja, unweit von dem Baum ist Melanie gerade ein Relikt ins Auge gefallen. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier so ein Podest. Ja, und es sieht aus wie so, als ob hier so eine Umlenkrolle drauf gewesen ist. Ja, vielleicht hat man hier praktisch die Steine auch so bewegt, dass man hier die Steine so festgemacht hat und hier gezogen hat, weil die werden ja auch ein entsprechendes Gewicht haben. Das ist nicht schlecht. Ich kann einer von euch das direkt beantworten. Also wir haben hier ungefähr, wenn ihr euch die Bäume wegdenkt, eine ziemlich ebene Fläche hier, dass man hier gearbeitet hat, weil hier auch immer wieder Steine liegen. Hier ist schon der nächste. Aber halt so verteilt auch, ne? Überall, als ob man, hier hat man wieder was gestapelt. Hier wächst schon der Baum drüber. Hier geht es weiter. Also man hat es einfach dann gelassen. Ja, wir gucken noch mal hier in dieser Richtung, ob wir irgendwas sehen. Dass hier irgendwas auffällt. Hier oben sind Haufen rote Ziegel. Es könnte jetzt ein Schornstein oder für einen Ofen oder irgend sowas gewesen sein. Dass man hier auch irgendwas gebrannt hat. Ja, das ist ein Abzug hier. Da geht auch ein Rohr. Warte mal, da sieht man es nämlich. Da ist auch ein Rohr hier oben. Das ist ein Abzug. Also hier ist irgendein Kamin oder irgendwas, ein Schornstein gewesen. Also war hier vielleicht eine Baracke oder so?
Oder ein Lager? Ja, ein Lager halt für die Steinbruchangestellten hier. Was jetzt hier genau war, weiß ich nicht. Aber von der Fläche hier, wo du drin stehst, das ist sehr rund. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach hier ein Kamin oder sowas gewesen ist. Ja, wir haben jetzt noch weitere Baumzeichen gefunden. Wir sind jetzt hier scheinbar auf dem Gipfel von dem Kreidberg. Da steht FL 24.12.50 und ganz da oben ist noch eins. Da ist so ein komisches, wie so ein Pfeil nach oben, 2 Xe mit jeweils einen Strich darüber und darunter. Und dann steht auch noch ein Name oder irgendwas. Sehr schwer zu lesen. Eine Zahl in römischen. Ja, weil das muss noch älter sein. Weil der Abstand jetzt von dem zu dem ist noch mal bestimmt 1,5 Meter. Und hier ist sogar ein Nagel drin. Siehst du das? Also so ein großer. Hier an der Seite. Kannst du das erkennen hier? Ja. Auf der Höhe? Wer weiß. Aber es ist ja trotzdem alles noch sehr zeitnah zum Krieg. Keine Ahnung, was das eventuell für eine Bedeutung haben könnte. Vielleicht hat sich wirklich nur einer eingeritzt, aber die sind halt mega alt. Ne? Mega alt sind die. Also der Wald ist voll von Baumzeichen. So, wir sind in den letzten Zügen, haben allerdings immer noch nicht das Portal gefunden. Melanie hat hier noch eine aufgehäufte Mauer, die höchstwahrscheinlich zur Stabilisierung dienen soll, weil das hier so terrassenmäßig nach oben geht. Auch hier ist noch ein altes Ofenrohr. Und hier halt diese Mauer. Aber das Gebiet ist halt hier auch wieder sehr, sehr groß. Und wir haben jetzt leider auch nicht mehr viel Zeit, jetzt hier zu gucken, weil uns jetzt das Licht ausgeht. Wir haben zwar Taschenlampen, aber das ist Quatsch, damit jetzt hier ein Video auch zu machen. Wir laufen jetzt hier noch eine Seite ab. Und wenn wir jetzt noch was finden, dann nehmen wir das natürlich auf. Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt wieder im Auto mit Mella. Also ich bin jetzt noch mal den Steinbruch hinten hochgegangen, von der anderen Seite, viele Wände abgeklappert, nichts gefunden. Nochmal drüber, die andere Seite zum gewissen Teil abgeklappert. Aber der ist auch einfach zu groß. Ich habe leider das Portal jetzt nicht mehr finden können. Ich werde es euch aber an dieser Stelle hier einmal einblenden. Vielleicht weiß ja einer von euch, was es damit auf sich hat. Ob das nur irgendwie angedeutet ist. Das sieht aber auf dem Foto ehrlich gesagt nicht so aus. Man kann da irgendwie durchgehen. Inwieweit das verschüttet ist oder so, keine Ahnung. Und wo es dann da hingehen würde, auch keine Ahnung. Deshalb wäre es jetzt höchst spannend gewesen. Aber die ganzen Steine, die da im Prinzip fertig gemacht wurden, es ist ja nicht unweit davon dieser Kalksteinbruch, wo wir schon mal gewesen sind, wo ja auch eine Menge Steine liegen. Da werden wir euch auch noch mal ein paar Sachen von zeigen. Und da ist es halt wirklich bestätigt, kann ich den Auszug hier auch noch mal von der Literatur hier einfügen, dass diese Steine nach Berlin gegangen sind. Die wurden hier fertig gemacht, sind hier auf den Verladerampen an den Bahnhöfen verladen worden und sollten Richtung Berlin gehen. Für das Reichsluftfahrtministerium, genau. Das ist bestätigt und das wird höchstwahrscheinlich bei dem anderen Steinbruch, der ja unmittelbar daneben liegt, genauso gewesen sein. Also die Steine sehen auch sehr identisch aus und allein das ist schon sehr, sehr interessant. Dann die ganzen Baumzeichen, mega, auch wenn die teilweise 1950 stande, trotzdem sehr, sehr alt und einige konnten wir halt gar nicht richtig identifizieren. Die können noch älter sein, warum man die an diesen Stellen halt gemacht hat, auch gerade um das Kriegerdenkmal. Auch schwierig, aber vielleicht ist es auch ein allgemeiner Treffpunkt gewesen, wo man, sage ich mal, hier in dem Dorf Holzen Leute, die das halt besucht haben, sich da eingraviert haben. Aber es ist trotzdem relativ selten, weil solche alten Bäume ja kaum noch so vorhanden sind. Die werden dann nicht geschützt, aber die sind halt geschützt. Das ist Denkmalschutz, die einzelnen Bäume. Und deshalb ist es auch noch erhalten. Und es zeigt uns halt ein Bild, wie hoch diese Baumzeichen halt teilweise sein können und wie sie letztendlich aussehen. Ne? Wie gesagt, es gibt eine eigene kleine Wissenschaft, sage ich mal, die sich damit befasst. Deshalb ist das Thema für uns auch sehr, sehr spannend. Ja,
wir machen jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen Break und werden jetzt hier die Tage dann weitermachen und euch auch sicherlich noch mehr zeigen können. Also bleibt dran. Das KZ-Außenlager Holzen. Ja, wir haben euch ja die ganze Zeit jetzt in dem Waldlager, in der Waldfabrik mitgeteilt, dass ja Zwangsarbeiter massig eingesetzt wurden und es diverse Lager hier in der Nähe gab. Also man spricht hier von bis zu 30 Lagern unterschiedlicher Größe. Und eins der herausragenden Lager, die hier eine große Rolle gespielt haben, ist das KZ Holzen. Das war ein Außenlager vom Buchenwald. Und wir sind jetzt hier auch an dem Ort. Und zwar sind wir jetzt hier auf einer Anhöhe. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite das Kriegerdenkmal noch stehen. Und das KZ ist hier jetzt in der Senke gewesen. Wir haben jetzt hier noch den Waldstück. Das Waldstück hier hinten geht es auch hoch zu den Hechtanlagen. Und hier vorne an der Ecke, deshalb werden wir jetzt auch nicht näher daran gehen, wir wollen jetzt auch niemanden belästigen, ist auch noch das alte SS-Hauptquartier von dem KZ. Also hier ist praktisch diese Villa immer noch erhalten. Ansonsten ist hier halt nichts mehr. Hier vorne in der Senke, wie gesagt, ist das KZ Holzen gewesen. Es war also komplett umzäunt, anders wie bei dem Länderlager, was wir euch noch vorstellen werden. Es hatte jeweils 4 Wachtürme an den Außenseiten und 1 praktisch dann in der Zufahrt. Und die Wachtürme waren, wie man es halt üblicherweise kennt, mit Scheinwerfer bestückt und Maschinengewehren. Und es waren um die 90 Soldaten praktisch da eingeteilt gewesen, um das zu bewachen. Das waren SS-Angehörige, aber aus Rumänien, Deutsche aus Rumänien, die hier die SS-Wachmannschaft gebildet haben. Und zuerst gab es hier wohl ein Zeltlager, was hier gebaut wurde, wo die ersten 100 KZ-Häftlinge aus Buchenwald angekommen sind. Und diese KZ-Häftlinge haben dann später praktisch ihre eigenen Baracken hier gebaut. Das waren 4 Baracken, die schräg hintereinander, Wohnbaracken, die schräg hintereinander gebaut wurden. Und dann gab es noch Funktionsgebäude, da war eine Küche, da war noch Latrinen und Sanitär, ja, für Kranke. Genau, für Kranke. Die waren aber teilweise in diesen Baracken mit eingegliedert. Also man hat diese Baracken so unterteilt und dann wurde jeweils so eine notgedrungen so eine kleine Sanitätsstation praktisch in die Baracken eingebaut. Aber das kann man jetzt nicht vergleichen, dass da irgendwie, keine Ahnung, den Leuten wirklich geholfen wurde. Das fing auch schon alleine mit der Ernährung hier an. Die Menschen waren konstant unterernährt. Es gab dann nur diese üblichen Sachen. Also man muss auch überlegen, das KZ war auch erst 1944 richtig im Betrieb. Also fertig gebaut mit dem Elektrozaun und alles. Und da gab es ja kaum noch überhaupt irgendwelche Nahrungsmittel. Also sie hatten Rüben, dann gab es auch nur so eine leichte Wassersuppe, also kein Fleisch, kein Fett, gar nichts. Die Menschen hier in der Umgebung, Holzen, Eschershausen, die haben den Menschen auch immer versucht zu helfen, soweit es halt ging. Und sie befanden das auch als Bestrafung, hatten wir nachgelesen, dass dieses KZ praktisch vor ihrer Nase halt gebaut wurden. Sahen sie es halt als Bestrafung an, weil es halt viele der Sozialistischen Partei halt angehörten und nicht gut auf den Nationalsozialismus zu sprechen waren. Aber es gab natürlich auch die Kehrseite, dass das viele so empfunden haben, dass das halt Verbrecher sind und dass das alles so seine Richtigkeit hat. Also es war auch ziemlich zwiegespalten. Es gab auch, wir haben nachgelesen, von den SS-Wachmannschaften doch schon viele, die auch versucht haben, immer wieder zu helfen oder Sachen, die halt nicht bestraft, also wurden halt nicht bestraft bei vielen Sachen, wo man hätte eine Strafe wie üblich immer aussprechen können oder tätigen können. Das hatte man dann hier halt auch nicht durchgeführt. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, es gab genügend SS-Wächter, die praktisch die Leute gequält haben. Und derjenige, der am meisten mitgequält hat, war der Lagerführer selbst. Also zuerst waren andere Lagerführer, da ist die Todesrate noch nicht so extrem gewesen. Also es hat sich ein bisschen stabilisiert. Es war noch relativ human, wenn man das jetzt direkt vergleicht, obwohl der Ausdruck, glaube ich, falsch am Platz ist. Und später kam der Obersturmbannführer Busch
Und der hat hier ein striktes Regiment geführt. Der hat also wirklich die Leute gequält in dem Lager, ist immer wieder in dieses Lager auch rein, hat Menschen wahllos erschossen. Der hatte 2 Schäferhunde, 2 Wachhunde, die er mitgeführt hat. Und extra auch immer auf Zwangsarbeiter, auf KZ-Insassen losgelassen, vornehmlich auch Russen. Da hatte er wohl eine ganz ja, komische Art zu, also die haben denen gar nicht gepasst. Das gab auch einen Fall, da ist einer von seinen Schäferhunden durch diese Drangsalierung eines Zwangsarbeiters dann gestorben. Der ist dann halt gegen den Elektrozaun gerannt, der Hund. Und aufgrund dessen hat er halt nicht nur denjenigen, der daran beteiligt war, erschossen, sondern dann halt noch viele andere auch. Und ja, er hatte auch so eine Reiterpeitsche, ist dann auch mit dieser Peitsche hier rummarschiert, hat diese Leute halt geknüppelt, ausgepeitscht, und die KZ-Insassen durften ihn auch nie direkt ansehen. Also wenn das passiert ist, war Ende, ist derjenige also eigentlich im Prinzip schon gestorben. Und die ganzen Insassen hier, das hat mir schon gesagt, ein Teil davon sind halt zu diesen Waldarbeiten abkommandiert worden. Also haben praktisch in dieser Waldfabrik Straßen gebaut, haben die Schienen vorbereitet, damit die Hechtanlagen alle verbunden werden. Und die Waldfabrik an sich haben hier gerodet, haben auch hier Flugplatz vorbereitet, also Flugbahn. Es gibt ja noch hier die Reichsflugschule Id, war das damals. Da ist jetzt auch immer noch Kasernengebäude drauf, aber Kaserne ist es jetzt nicht mehr. Das kann man sich auch noch angucken. Und hier sollten aber weitere Flugplätze entstehen. Und da haben sie praktisch schon diese Rodungsarbeiten durchgeführt. Aber viele von diesen KZ-Insassen mussten natürlich runter in die Minen, sage ich jetzt mal, in die Stollen von den Hecht. Der Oberbegriff von dem ganzen Projekt bei VW war ja Stein. Und das waren dann die einzelnen Hechtanlagen. Und die mussten natürlich da die Arbeiten durchführen, die Steine rausholen. Und ja, sind auch viele halt zu Tode gekommen und auch brutal. Also wurden auch von SS-Wachmannschaften da drangsaliert. Und ihr müsst euch immer vorstellen, diese schwierige Arbeit bei dieser wenigen Nahrung, also die führt zwangsläufig zum Tod. Und vor allem macht man halt viele Fehler, Unfälle passieren. Und die Leute, die dann halt da gestorben sind, die hat man auch hier praktisch nur an diesen Halden runtergeschmissen, ein paar Steine drauf, erstmal nur, teilweise lebten die Leute halt auch noch, aber die konnten sich gar nicht mehr bewegen. Und dann wurden die dann später nochmal von KZ-Insassen da rausgeholt, die Steine weg und nochmal abgeholt und wegtransportiert, aber immer nur so notdürftig irgendwo, ich sag's jetzt einfach mal so krass wie es ist, hingeschmissen, die Leute, und dann den Dreck drauf, und dann waren die halt weg. Also so wird es halt auch beschrieben in vielen Augenzeugenberichten von Überlebenden. Und ja, auch wie gesagt Personen, die halt geholfen haben. Es gab 2 Frauen, die auch unter Tage, also Deutsche, die unter Tage mitgearbeitet haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die Frauen da zu tun hatten. Auf jeden Fall hatten die Zugang zu den Hechtanlagen und haben halt Brot mitgenommen, haben das Brot halt fallen lassen, damit halt diese KZ, die Zwangsarbeiter das aufnehmen konnten und essen konnten. Da wurden sie halt dann auch erwischt von Wachmannschaften und durften die auch bei diesem Obersturmbahnführer Busch antreten. Und ja, der war ja überhaupt gar nicht begeistert davon. Und dann hat er die Frauen praktisch zur nächsten ja, Strafmaßnahme antreten lassen, wo sie halt zuschauen mussten, wie Zwangsarbeiter gehängt wurden. So, und dann haben die das danach nie wieder gemacht. Also man hat versucht schon immer wieder den Leuten zu helfen, aber das war halt mordsgefährlich. Und ihr dürft auch nicht vergessen, es gab ja diese Arbeitslager, wo wir euch auch schon einiges gezeigt haben, wo auch ganz normale Reichsdeutsche, sage ich mal, auch immer wieder Gefahr liefen, in diese Anlagen zu kommen, wenn die sowas gemacht haben. Das dürft ihr halt nicht vergessen. Also man hat es hier schon überall immer versucht, also in vielen Berichten ist das wirklich mal zu hören, dass auch zum Teil, wie gesagt, diese SS-Mannschaft auch versucht hat, Leuten zu helfen. Aber das ist, man hat sich immer so praktisch selber schon den Strick um den Hals gelegt. Also das war eine sehr, sehr gefährliche Zeit auch für die Leute, die immer geholfen haben. Und ja, das ist das hier im Prinzip gewesen. Man sieht halt nichts mehr davon. Wie gesagt, hinter dem
Gebüsch hinter dem Waldstück ist noch die Villa. Aber da werden wir jetzt nicht näher rangehen. Da wird höchstwahrscheinlich auch wieder jemand wohnen. Na, ist halt komisch, wenn man so überlegt, was das für eine Historie hat. Aber ja, was will man sonst machen? Es gibt halt jemanden, der höchstwahrscheinlich da drin wieder wohnt. Ne? Aber der wird ja auch über die Geschichte Bescheid wissen. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter irgendjemand auf die Pelle rücken. Wir wollten euch das hier noch nur einmal zeigen, dass hier, wie gesagt, einer dieser Lager war. Ja, nochmal zur Auflösung des Lagers 1945, also Anfang März 1945 wurde das Ganze dann halt aufgelöst, also auch durch, sage ich mal, Radioberichte der BBC, die ja teilweise einige Anwohner auch empfangen konnten, wurde das auch weitergetragen an die Insassen und die konnten natürlich durch den Mut die Kraft schöpfen, weiter durchzuhalten. Und man hat dann das Lager in 2 Schüben dann evakuiert und die Leute, die Zwangsarbeiter dann nach Celle gebracht zu dem Bahnhof. Da ist dann aber noch ein richtiges Unglück passiert. Und zwar haben dann die britischen Bomberverbände gerade in dem Moment den Bahnhof in Celle halt bombardiert, um natürlich das Schienennetzwerk weiter zu stören, damit halt kriegswichtige Transporte nicht mehr funktionierten. Und da waren gerade alle, sage ich mal, so angekommen und dabei sind natürlich auch Hunderte von diesen Zwangsarbeitern auch noch mal ums Leben gekommen. Ja, und bei diesem ganzen Durcheinander, was dann da passiert ist, haben natürlich viele versucht zu fliehen. Also es ist halt vielen gelungen, aber dann gab es noch mal diese Hasenjagd von Celle, wo man praktisch diesen Leuten noch mal hinterhergegangen ist, und praktisch dann so viele wie möglich erschossen hat. In diesem Versuch, also leider praktisch bis zur Befreiung durch die Amerikaner, sind halt leider immer noch Hunderte von Zwangsarbeitern leider ums Leben gekommen durch diese ganzen Situationen. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig, aber auch das ist Teil der Geschichte. Und dann sind halt viele, sage ich mal, dann aufgenommen worden durch die Amerikaner. Die haben sich dann teilweise auch noch mal auf die LKWs dann gesetzt, haben Steine mitgenommen und wo die Amerikaner dann viele Leute weggebracht haben, haben die auch mit den Steinen extra auf die Häuser geworfen, in die Scheiben und so weiter, so als kleiner Racheakt. Ja, kann man jetzt nicht vergleichen, aber das Gefühl gehabt haben, sich halt irgendwie noch zu rächen. Und das ist leider das traurige Ende. Also es haben natürlich viele Leute überlebt, sonst hätte man es nicht berichten können. Aber viele sind halt auch noch zum Kriegsende und der Befreiung halt verstorben. Die Zeichen in den Bäumen. Sie wirken unscheinbar. Und doch erzählen sie mehr, als viele Akten es je könnten. Sie führen uns zu vergessenen Orten, zu Steinbrüchen, Waldfabriken, unterirdischen Stollen, zu einer Rüstungsmaschinerie, die bis in die Wurzeln dieser Hügel reichte. Und sie führen uns auch zu einem Ort der Qual, dem Konzentrationslager Holzen, wo Menschen nicht lebten, sondern nur funktionierten, bis sie zerbrachen. Es sind Spuren einer Geschichte, die sich nicht laut aufdrängt, aber die da ist, eingebrannt in die Landschaft und in das Gedächtnis derer, die hinschauen. Wir haben diese Orte besucht, um sie nicht weiter verschwinden zu lassen, denn Erinnerung beginnt dort, wo das Schweigen endet.